Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer Bitcoin-Reihe. Heute geht es ein bisschen weiter und zwar mit einem neuen Kapitel vertiefen sozusagen jetzt. Also wir vertiefen jetzt die einzelnen Kapitel. Ihr habt gesehen, letztes Mal haben wir so ein bisschen die Simplified Payment Verification Sache gemacht. Das heißt, wie sehen eigentlich Transaktionen aus, wie kann ich die übermitteln, wie ist das Peer-to-Peer-Netz aufgebaut und sowas. Und ab jetzt wollen wir ein bisschen mehr ins Mining noch einsteigen. Das heißt, wie kann ich meinen, lohnt sich Mining und was passiert da eigentlich genau? Und mit dem letzten wollen wir heute anfangen. Wir wollen nämlich heute den Hashing-Algorithmus in Python nachschreiben. Das ist nicht wirklich eine effiziente Implementierung. Sie läuft auch nicht auf der Grafikkarte, geschweige denn auf einem ASIC-Miner. Aber trotzdem wollen wir das heute mal so machen, damit ihr grob versteht, was ist eigentlich die Schwierigkeit und was ist diese Proof-of-Work-Aufgabe, die man eigentlich erfüllen muss. So, und dazu gehen wir einfach erstmal her und importieren die Hashlib. Hashlib einfach mal importieren. So, und ja, jetzt können wir auch schon eigentlich so ziemlich alles benutzen, was wir brauchen. Also alle Hash-Funktionen benutzen, die Bitcoin braucht. Alles andere können wir so einfach machen. Und jetzt definieren wir uns hier oben erstmal den Text, den wir nachher einsetzen wollen in unsere Coinbase-Transaktion. Das heißt, das ist die Transaktion, wo man einfach irgendeinen Input wählen kann, um dann eben den Hashwert des Blocks zu verändern. Oder man muss es nicht unbedingt sogar in die Coinbase reinschreiben. Es gibt auch ein extra Feld dafür. Das heißt, das kann man auch verwenden. Okay, so, jetzt, also was schreibe ich da jetzt rein? Bitcoin, Rules. Okay, so, das ist sozusagen jetzt erstmal unser normaler Text. Und jetzt wollen wir brute forcen. Das bedeutet, wir probieren einfach jeden Wert aus für die Nonce, den wir hinten dran hängen werden. Und ja, das sieht folgendermaßen aus. Nonce steht für Number Only Once, habe ich jetzt glaube ich schon 1 Milliarde Mal gesagt. Das bedeutet nur ein einziges Mal verwendete Nummer. Und ich möchte jetzt hier eben in einer bestimmten Range, und zwar in einer Range von 100 zum Beispiel, alles ausprobieren. So, okay, was möchte ich ausprobieren? Naja, ich mache erstmal meinen Input hier, der später gehasht werden soll, und zwar als Text plus dann als String umgewandelt die Nonce. So. Anschließend berechne ich den Hash davon. Hash ist gleich hashlib.shay256. Das ist der Algorithmus, der bei Bitcoin wichtig ist. Für andere Kryptowährungen sind es andere Algorithmen, andere Hash-Algorithmen. Und dann berechne ich hiervon einfach den Hex-Digest. So, und anschließend kann ich hier einfach mal alles wieder ausgeben. Das heißt, zum Beispiel kann ich jetzt hier sagen, ich möchte meinen Hash ausgeben. Gut, und das ist eigentlich auch schon alles. Wenn ich das jetzt hier speichere übrigens, dann kriege ich dieses wunderschöne farbige Etwas hier wieder raus. Und jetzt muss ich nur noch eine Kleinigkeit hier ändern, weil Python 3 verwendet wird. Bei Python 2 wäre es so in Ordnung, allerdings funktioniert dann die Range-Funktion nicht. Bei Python 3 muss man hier allerdings noch den Input erst in Byte umwandeln. Das geht relativ simpel, indem man einfach string.encode und dann den String da reinstecken. Das heißt, so sind wir jetzt eigentlich wirklich durch. Und jetzt haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Also was ich jetzt hier noch hinzugefügt habe, ist, dass das Ganze später kein String mehr ist, was ich hier als String aufgeschrieben habe, sondern wirklich auch als Bytes gehasht werden kann, weil man dafür eben Bytes verwendet. Cool. Und jetzt kann ich das Ganze ausführen. Das sieht folgendermaßen aus. Python Bitcoin Hashing.py. So, und was ich jetzt hier habe, ist erstmal 100 verschiedene Hashes von im Endeffekt demselben Block, nur eben mit hier einer anderen Nonce. Das ist das Einzige, was ich geändert habe, mehr nicht. Und warum mache ich das jetzt hier? Ich mache das hier mal ein bisschen höher, damit wir das auch besser identifizieren können, was hier der Fall ist. So, hier haben wir jetzt 100 Hashes. Ich habe es natürlich vorne dran schon ausprobiert. Hier, fängt mit 1 an. Das ist normalerweise immer ein Problem, wenn man irgendwie Block-Hashes erzeugt, denn Block-Hashes müssen mit einer 0 anfangen oder besser gesagt, sie müssen immer mal mehrere Nullen am Anfang haben und die werden durch das Target festgelegt. Das Target, das erkläre ich euch im nächsten Video. So, okay, also hier eine 2 vorne, hier eine A vorne, hier ein B vorne, F vorne, 5 vorne und so weiter und so fort. Nee, das ist alles nicht irgendwie relevant für uns. Das hier ist eine 0 vorne, das heißt, das hier wäre jetzt ein Kandidat, den wir als Block-Header verwenden könnten, wenn die Difficulty wirklich sehr, 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 sehr niedrig ist. Also heutzutage funktioniert es leider mit einer 0 vorne nicht mehr. Wir brauchen hier vorne nämlich, damit wir sowas erzeugen können, normalerweise so viele Nullen vorne. Und ihr seht,
Hier ist jetzt tatsächlich nichts drin, was irgendwie so viele Nullen am Anfang hat, geschweige denn nur eine Null am Anfang hat. Ich gucke nochmal gerade hier weiter. Hier haben wir noch irgendwo eine Null am Anfang gehabt, das war hier. Und hier hatten wir noch eine. Und ja, das war's dann. Das heißt, wir haben jetzt 100 Hashes erzeugt und hatten 3 Nullen am Anfang. Aber wir hatten nicht einmal eine Doppelnull am Anfang. Und wir brauchen, keine Ahnung, ca. 10, 20 Nullen am Anfang. Gut, so viele sind auch nicht. Aber sehr, sehr viele Nullen am Anfang, damit dieser Block-Header wirklich von dem Netzwerk akzeptiert wird, damit eben auch die Difficulty stimmt. Und wie diese Nullen am Anfang zustande kommen, das schauen wir uns nächstes Mal an. Es gibt tatsächlich keine andere Möglichkeit, als einfach irgendwelche random Sachen zu verwenden, um eben möglichst viele Nullen hier vorne zu bekommen und einfach alles durchzuprobieren. Und das ist das sogenannte Mining Race oder das nennt sich einfach Mining. Und das habe ich euch schon mal, glaube ich, erklärt gehabt. Das war relativ am Anfang, aber jetzt wollen wir, wie gesagt, noch ein bisschen tiefer reinsteigen und uns nächstes Video dann mit dem Target ein bisschen genauer beschäftigen. Gut, das war's von meiner Seite. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.